den Annalen des altägyptischen Königs Thutmosis III. Wird eine fremdartige Vogelart beschrieben, die täglich gebärt. Die Zoroastrier hielten diese Vögel für Geister, deren Schreie vom Kampf zwischen Dunkelheit und Licht zeugten. Die Römer nahmen sie zu Feldzügen mit, um den Erfolg der Schlachten vorherzusagen. Bis heute nimmt diese Vogelart einen wichtigen, wenn auch weniger ehrenvollen Platz ein, nämlich auf unseren Tellern. Das moderne Huhn stammt in erster Linie vom Bankiwa-Huhn und teilweise von 3 weiteren mit ihm eng verwandten Arten ab, die alle aus Indien und Südostasien stammen. Die Bambuspflanzen der Region tragen nur alle paar Jahrzehnte reichlich Früchte. Die Fähigkeit der Dschungelhühner, täglich Eier zu legen, könnte sich entwickelt haben, um vom steigenden Nahrungsangebot zu profitieren und ihre Population zu vergrößern. Das konnten die Menschen gezielt ausnutzen, und das schwach ausgeprägte Flugvermögen und der geringe Platzbedarf machten es leicht, diese Vögel zu fangen und zu halten. Vor etwa 7000 Jahren wurden die ersten domestizierten Hühner nicht zum Essen gezüchtet, sondern für etwas, das heute eher verpönt ist. Wegen der Aggressivität der männlichen Tiere, die natürliche Beinsporen haben, waren Hahnenkämpfe sehr beliebt. Im 2. Jahrtausend vor Christus bevölkerten die Hühner aus dem Industal bereits königliche Tiergärten von China bis in den Nahen Osten und wurden in religiösen Ritualen verwendet. Doch das nächste Kapitel in der Geschichte der Hühner begann in Ägypten. Wenn eine Henne auf natürliche Weise Eier ausbrütet, legt sie keine neuen Eier mehr und bleibt 21 Tage lang auf einem Gelege von 6 oder mehr Eiern sitzen. Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus wussten die Ägypter, wie man Hühnereier mit Hilfe von Körben über heißer Asche künstlich ausbrütet. So konnten die Hühner täglich legen, und was einst eine königliche Speise oder religiöse Opfergabe war, wurde zu einer gängigen Mahlzeit. Zu der Zeit, als die Ägypter Eier ausbrüteten, brachten phönizische Händler Hühner nach Europa, wo sie schnell zu einem wichtigen Nutztier wurden. Lange Zeit verehrte man das Huhn jedoch nicht nur aufgrund seiner kulinarischen Bedeutung. Bei den alten Griechen dienten Kampfhähne als inspirierende Vorbilder für junge Soldaten. Die Römer befragten Hühner als Orakel. Und noch im 7. Jahrhundert galt das Huhn als Symbol für das Christentum. In den folgenden Jahrhunderten begleiteten Hühner den Menschen überall hin und verbreiteten sich weltweit durch Handel, Eroberung und Kolonisation. Nach den Opiumkriegen wurden chinesische Rassen nach England gebracht und mit dortigen Hühnern gekreuzt. Dies führte zum sogenannten Hühnerfieber, auch The Fancy genannt. Bauern in ganz Europa wollten auf einmal neue Rassen mit besonderen Merkmalkombinationen züchten. Auch ein gewisser Charles Darwin interessierte sich dafür. Er fragte sich, ob es in der Natur auch einen selektiven Zuchtprozess gäbe. Darwin beobachtete Hunderte von Hühnern, während er an seinem historischen Werk über die Evolutionstheorie arbeitete. Doch der größte Beitrag des Huhns zur Wissenschaft kam erst später. Anfang des 20. Jahrhunderts kreuzte ein britisches Forschertrio im großen Stil Hühnerrassen und stützte sich dabei auf Gregor Mendels Studien zur genetischen Vererbung. Mit ihrer hohen genetischen Vielfalt, ausgeprägten Merkmalen und einem Generationenabstand von nur 7 Monaten waren Hühner das perfekte Studienobjekt. Diese Arbeit brachte das berühmte Punnett-Quadrat hervor, das Genotypen aufzeigt, die sich aus der Zucht bestimmter Paarungen ergeben. Seither sind Hühner durch Züchtung größer und fleischiger geworden und legen mehr Eier als je zuvor. Ihre Aufzucht ist inzwischen ein industrielles, fabrikähnliches Modell, bei dem die Tiere in Räumen von der Größe eines Blattes Papier gehalten werden. Zwar gibt es wegen des Tier- und Umweltschutzes einen Trend zur Freilandhaltung, doch die meisten der weltweit über 22 Milliarden Hühner leben heutzutage in Massentierhaltung. Von Gladiatoren und Göttergaben bis hin zu Reisebegleitern und Forschungsobjekten. Hühner haben im Lauf der Jahrhunderte viele Rollen gespielt. Auch wenn sie nicht vor dem sprichwörtlichen Ei da waren, erzählt uns ihre faszinierende Geschichte viel über unsere eigene. Willst du mehr über verborgene Geschichte lernen? In diesem Video erfährst du über die tödlichsten Farben aller Zeiten. Oder finde in diesem Video heraus, wie eines der beliebtesten Spiele der Welt entstanden ist.